Herzlich willkommen alle Freunde des Schnitzens, aber heute werde ich mal was modellieren, denn es geht hier ja rund um die Bildhauerei und da spielt es natürlich mit rein und du kannst das auch anwenden auf deine eigenen Arbeiten, wenn dir da vielleicht irgendwas auffällt, gerne auch übernehmen oder vereinfachen. Du kannst es anwenden, dazu soll das auch dienen, ja, dass man nicht nur alles 1:1 kopiert, sondern ins Überlegen kommt, was könnte für meine Arbeit irgendwie passen, was kann ich übernehmen und so das System vielleicht anwenden, ja, dass man sich erstmal über die Vorlage Gedanken macht, die sie vielleicht besonders gut macht, dann überträgt in das Werkstück. Also das wäre jetzt das Prinzip, ich mache erstmal ein Modell aus Ton, werde einen Abguss aus Gips anfertigen und dann werde ich das in Marmor übertragen, das Ganze, denn das soll mal an ein Grabkreuz ran, wo dann dieser Marmorstein eingelassen wird. Und das Ganze ist ein Medaillon und dieses Medaillon, das wurde dann, also diese Gattung der Kunst oder Kunstgeschichte wurde dann wichtig, als dieser ganze starke religiöse Bezug nicht mehr so im wirklichen Fokus stand. Da hat man dann eben auch mehr säkulare Dinge gefertigt und schöne Bürgerhäuser oder Villen und sowas. Und da gab es dann eben auch das Medaillon in ovaler Form oder in runder Form, in Stein schön umgesetzt am Haus oder an einem Grabmal und sowas. Und das ist dann eben aufgekommen, so ab der Renaissance dann eben besonders entstanden, aber natürlich hatten auch die Griechen und Römer solche Dinge schon. Also das gibt es in der Kunstwelt, Kunstgeschichte, zahlreiche Vorlagen und daran orientiere ich mich mal so ein bisschen, denn übertreiben möchte ich es auch nicht. Also es ist so ein bisschen abgekupfert natürlich von der Vergangenheit, diesem gigantischen Unterbau, den wir da haben. Aber ich werde es ja dann in Marmor übertragen, das kann ich jetzt aber nicht alles in ein Video rein pressen, sondern das werde ich dann in 2 Wochen vermutlich mal zeigen, wo ich dann an dem Marmorstein arbeite, also da auch gerne dranbleiben und das weiterhin verfolgen, was ich hier zeige, wenn dich das interessiert. Heute modelliere ich das nochmal, gieße das Ganze ab. Ich habe auch noch hier das Produkt der Woche. Ich habe mir mal diese Schuhe gegönnt, darauf tue ich jetzt nochmal kurz verweisen. Ich möchte mal hier kurz meine Schuhe in die Kamera halten, die habe ich mir jetzt also mal gegönnt. Und zwar wollte ich gern so einen Freizeitschuh haben, der aber gleichzeitig ein vollwertiger S3 Arbeitsschuh ist. Also ich habe hier eine wirklich richtig schöne Stahlkappe drin und natürlich auch eine durchtrittssichere Sohle. Das ist auch ganz schön gepolstert und die passen mir gut und gefallen mir gut. Die haben so ein bisschen in Design und sehen halt so nach so einem Freizeitschuh aus. Und man wird beim Einkaufen nicht gleich als Bauarbeiter wahrgenommen und trotzdem kann ich in der Werkstatt schön sicher damit arbeiten und mir läuft nicht Gefahr, dass mir so eine Bohle voll auf den Fuß knallt und ich mich verletze. Also es gefällt mir sehr gut und bevor ich sie jetzt in Gebrauch nehme, wollte ich sie hier nochmal kurz zeigen. Das ist als unbezahlte Werbung gekennzeichnet, weil diese Firma, die habe ich angeschrieben und gefragt, ob sie mir vielleicht so ein paar Produkte geben können, dass ich hier das zeigen kann und so weiter. Aber das wollten sie nicht, beziehungsweise sie haben mir auch nicht darauf geantwortet. Deshalb mal unbezahlte Werbung. Ich habe das ganz normal gekauft, man wird ja nicht gleich immer gesponsert, nur weil man hier ein bisschen YouTube macht. Da braucht man also sich auch keine Illusion hingeben. Aber das fand ich richtig gut, wollte es hier gerne mal teilen und das ist mein Top-Produkt der Woche. Dann sitze ich hier vor meiner Kamera, die zunehmend technische Probleme hat, weil sie irgendwie nicht mehr richtig anspringt oder es manchmal so ein Glücksspiel ist, ob sie jetzt nun geht oder nicht. Und deshalb werde ich die irgendwann auf eBay verkaufen müssen, auch vielleicht als Ersatzteillager, wie auch immer, und mir ein gleichwertiges oder neues Gerät kaufen müssen. Und wenn du mich gerne unterstützen willst, blende ich hier meinen PayPal-Link ein. Also wenn dir das wirklich Mehrwert liefert oder du hiervon profitierst und gerne möchtest, dass ich weiterhin gute Videos zeigen kann, dann würde ich mir gerne eine neue Kamera zusammensparen, denn mit dieser Technik, das ist ja nun leider immer, dass man daran zunehmend gebunden ist. Also unterstütze mich auch gerne, wenn du das auf dem Herzen hast oder es dir Freude bereitet, findest du das auch unter dem Video in der Infobox, wo du direkt draufklicken kannst und dann mir da deinen Betrag zufließen lassen kannst. Ich danke auch allen, die das schon mal gemacht haben oder mich in irgendeiner Form unterstützt haben, auch für Likes oder Kommentare unter den Videos. Das gibt mir natürlich auch Freude und Anregungen, wenn ich sehe, es bietet Hilfe und Leute haben daran Freude. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele positive Kommentare bekommen. Dafür Daumen nach oben. Vielen Dank dafür.
Und so wünsche ich jetzt auch noch allen Zuschauern hier viel Spaß bei diesem Video und den Inhalten. So, ich habe hier so ein Abfallstück, das ist Sperrholz, das hat mir irgendjemand lackiert, das hilft mir aber gleich. Das schneide ich ungefähr 35 cm, zeichne hier mit diesem Bogenzirkel einen groben Kreis auf und säge das einmal rund, weil ich möchte das jetzt gleich nochmal genau drechseln. Ich schraube das hier auf so einen Schraubenfutter auf, reiße mit dem Zirkel das Maß an und drehe das dann genau, eben, dass ich es so rotationssymmetrisch wie möglich habe, dass ich halt viel Genauigkeit habe, weil das wird mir dann beim Modellieren helfen, wenn ich den Ton auftrage, dass ich dort genau an diese Rundung rankomme und an diesen rechten Winkel. Schraubt das hier auf so ein Abfallstück auf von so einer Küchenarbeitsplatte, klopft den Ton auf, dass ich ihn auch so ein bisschen verdichte. Besonders wenn der dann noch gebrannt werden soll, ist es wichtig, dass man eben alles sehr schön ohne Luftblasen zusammendrückt. Diese Frage wird mir immer wieder auch heute noch unter den Videos gestellt. Welchen Ton nimmst du? Also Terra 100, Ton für Profis, von diesem Großhändler hier oder sage ich mal Künstler, Bedarfshändler, Bösner. Also ich habe da nichts dran, das ist unbezahlte Werbung, wie hier zu lesen ist. Ich kaufe das ganz normal auch ein. Ich habe da mal angefragt wegen auch Kooperationen, aber die Unternehmen bekommen sehr viele solche Anfragen und deshalb muss man ein gewisses Potenzial aufweisen. Aber ich finde diesen sehr gut. Das ist ein Drehton, so viel muss man dazu sagen, weil die Schamotte, die da drin ist, die hat eine Korngröße von 0 bis 0,2 mm. Also wir haben es hier nicht mit einem richtigen Aufbauton zu tun. Ja, so viel ist dazu zu sagen. Der Aufbauton, der müsste eine Korngröße von 0,5 mm oder bis 1 mm haben, weil er dann einfach für größere Stücke geeignet ist. Aber ich nehme das, weil wenn ich jetzt hier rüber streiche mit dem Holz, wie auch immer, diese kleinen Körnchen, die da drin sind an der Schamotte, sich dann über den Ton ziehen und für meine Art des Arbeitens mir die Form so ein bisschen ja nicht glatt genug erscheinen lassen. Und da bin ich halt so ein bisschen Kind meines Denkens oder Stils und nehme halt diesen Drehton, weil mein Lehrer damals, der auch ein richtig guter Töpfer ist, immer diesen Ton auch zum Modellieren genommen hat und dachte ich, Mensch, das Zeug ist so gut, toll cremig, das werde ich übernehmen und deshalb nehme ich immer diesen Terra 100, kostet ungefähr so um die 7 Euro so ein Paket. Also gerne mal da nachgucken bei Bösner, man kann sich das auch liefern lassen, wenn man gleich mal 50 Kilo oder so nimmt und ich verwende das auch immer wieder, man kann das ja immer wieder einsumpfen und mit Wasser ja, ein bisschen geschmeidiger machen in der Tonkiste, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und da kann man natürlich auch mit so einem Hämmerchen drauf rumklopfen, dass das schön verdichtet wird. Das kann man auch benutzen, um so grobe Formen anzulegen. Eine Spachtel ist natürlich auch sehr hilfreich. Da sieht man, ich kann direkt an dieser Rundung entlang streichen. Das wird sofort rund. Ja. Da kann ich jetzt also sehr zügig und frei arbeiten, einfach mit Hilfe dieser Grundplatte. Und die habe ich an der Seite nochmal ein bisschen eingeölt auch. Und oben ist ja das Ganze schon lackiert gewesen. Von daher ist das eben auch, ja, saugt das kein Wasser mehr. Jedenfalls nicht für diesen kurzen Zeitraum, wo da mal Ton drauf ist. Mache das eben so rund wie möglich, dass ich erstmal da Masse habe. Und jetzt messe ich hier nochmal ab und steche da mit der Spachtel ein, wie hoch das werden soll. Also das ist die innere Fläche der Höhe. Und dadurch, dass ich jetzt hier was wegschneide, kommt natürlich in der Mitte, wo mal ja dieses Relief stehen bleibt, gleich ein bisschen wie ein Berg raus. Und dann drücke ich das über das abgeschnittene Material gleich wieder in der Mitte oben drauf. Um den Zirkel kann man natürlich auch die Höhe konsequent überall gleich abtragen, wie mit so einem Streichmaß. Man kann sich auch irgendwas basteln, womit man immer genau da lang fährt. So, dann drücke ich hier nochmal mehr Masse auf. Und das kann man auch mal so abstreichen mit einer Spachtel, einem ja,
Winkel geht natürlich auch. Hier sieht man jetzt diese Linien, da habe ich das Ganze schön proportioniert. Also wo ist die Mittelachse der Augen, wo wird das Ohr verlaufen, wo sind die Augenbrauen, wo ist der Mund und so weiter. Das kann man natürlich an der Seite wundervoll sehen. Und jetzt hier das Anlegen auch mit diesem Hämmerchen. Also da kriege ich diese 3 Ebenen. Ja. Höchste Ebene wäre eben die Außenkante des Ohres, die nächste Ebene die Wange. Und die nächste Ebene ist dann die Nase, von der Seite aus gesehen immer, ja. Ohr von der Seite, Wange von der Seite, Nase von der Seite, habe ich wie so eine Treppe und somit kann ich mir das Relief auch in seiner Höhengestalt zurechtlegen. Und das sollte ich hier auch machen, also wir bewegen uns hier schon in Richtung eines Halbreliefes, sprich, das ist kein richtiges Flachrelief mehr, sondern ich habe schon eine gewisse Plastizität. Das macht sich immer sehr schön, wenn ich auch hier bereits Plastizität andeute. Wenn ich es natürlich wesentlich höher mache, haben wir ein Hochrelief, dass ich schon fast an die voll ausgedehnte Form herankomme. Aber ja, da bräuchte ich halt wesentlich mehr Material und dann macht das Ganze ja nicht mehr so wirklich Sinn, dass es in Relief ist. Und man macht es ja auch, dass man eben schneller vorankommt und dass man sich an bestimmte Maße, die das Grabkreuz zum Beispiel vorgibt, auch halten kann. So hat es also den Sinn, dass ich hier ein mittelmäßig ausgewölbtes Relief anfertige, so ein Halbrelief. Genau, ich trage immer wieder auf, kleine Tonklümpchen, sieht man jetzt hier schön, verarbeite das schön, da habe ich gemerkt, die Wange, die muss noch ein bisschen mehr ausgeformt sein. Ich kann natürlich auch mit dem Holz drücken und das Auge hatte ich ja schon mal ein bisschen vorgeformt, da habe ich gemerkt, da muss mehr Masse drauf, ja. Und natürlich arbeite ich auch nach entsprechenden Vorlagen und muss dann immer wieder mal korrigieren und wenn ich zum Beispiel am Kinn etwas mehr aufgetragen habe, merke ich jetzt, okay, da oben muss auch noch mehr drauf. Und das ist eigentlich das Schöne am Modellieren. Also es ist kein überflüssiges Rummatschen mit Ton, sondern es hilft mir eben in diesem Formgebungsprozess. Ja. Modellierschlinge, die ich gerade hatte, also kommt so vom Drehen, vom Tondrehen. Wenn der Ton so im lederharten Zustand ist, angetrocknet ist, wird er nochmal auf der Drehscheibe zentriert und dann kann man da eben runterdrehen, um Strukturen zu geben oder um Gefäße dünner zu machen. Und hier hilft mir das eben auch beim Modellieren wundervoll. Wenn man da den Ton ein bisschen anziehen lässt, kann man mit der Schlinge auch toll arbeiten, um Strukturen zu setzen oder Formen hinein zu modellieren. Also da hat man natürlich auch alle Freiheit, die das Material hier bietet, immer wieder abzutragen. Und man kann eben wundervoll drücken, ja, wenn man das muss man schon ein bisschen in der Übung haben, aber man kann auch wundervoll in das Material hineindrücken, dass das dann meistens auch in die Tiefe sich drücken lässt und dadurch wieder neue Formen entstehen. Und hier kann ich mit dem Winkel, das ist so ein Schlosserwinkel, einmal ringsrum fahren und habe halt oben dann entsprechend die Kante wie unten, das ist schon sehr toll, deshalb ist unten diese Sperrholzplatte aufgeschraubt, dass ich da mit dem Winkel immer entlang ziehen kann. Ich werde das auch noch ein bisschen höher machen, den Rand, dass ich da wirklich ganz toll rund auch arbeiten kann oder so exakt wie möglich. Natürlich wird das kleine Abweichungen geben und am Originalstein oder Holz, was auch immer es werden soll, je nachdem, was man vorhat, würde ich dann mit dem Zirkel nochmal aufreißen. Hier sieht man auch, man kann ganz toll glatt modellieren. Mit dem Holz, das ist so schräg angeschliffen wie so ein Drechslermeißel oder ein Balleisen und damit ziehe ich einfach über den Ton rüber, ja, und damit wird es auch sehr toll glatt, also ich muss da gar nicht einen Schwamm oder irgendwas rüber tupfen, sondern ich kann auch mit dem Holz glatt streichen oder mit harten Hölzern oder es kann auch Plastik sein oder entsprechend Metall, wie ich gerade hatte, kann ich natürlich auch Kanten reindrücken und ich drücke hier nur rein, ja, mit der Spitze des Holzes tue ich oben diesen Glanzpunkt sozusagen, den lasse ich stehen und dort, wo die Pupille ist, habe ich hineingedrückt. Ich habe hier ein bisschen Wasser raufgespritzt, weil ich jetzt nochmal den Rand modellieren will und dass sich das schön verbindet. Ein bisschen Wasser, natürlich ist immer gut, dass es eine schöne Verbindung gibt. Drückt das hier schön auf mit diesen Würsten. Da kann man natürlich auch mit dem Material ganz toll arbeiten. Desto größer und genauer ich diese Antragestücke mache, da kann man auch sehr
zügig arbeiten und sehr genau und ziehe wieder mit dem Winkel entlang, dass es dann möglichst oben genau wird und kann mit einer Spachtel, es kann auch ein anderes Blech sein, so was schön flexibel, beweglich ist, auch die Fläche oben glätten. Das ist immer schwierig, diese genauen Formen hinzubekommen. Also von der Seite aus gesehen könnte man sich nochmal wie eine Leere bauen, sprich in Holz, wo an der Seite was ausgeklinkt ist, wie so ein L, dass man auch oben den Rand nochmal genauer hinbekommt. Das habe ich gemerkt beim Abgießen, dass ich da noch leichte Wellen habe. Also da hätte man noch genauer arbeiten können, aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil es ja nur ein Modell ist. Die Schrift, das sind natürlich lateinische Buchstaben. Das war so gewünscht, die habe ich eben so als Kerbe reingemacht, aber am Stein werde ich wie eine ganz kleine schmale Fläche in das Material einarbeiten, weil durch die Rundung das Licht immer wechselt und es sieht mit einer Kerbe total blöd aus, habe ich festgestellt. Besonders wenn das Material heller ist. Ja, jetzt kommt das Abgießen. Also ich nehme hier Sanitätssilikon, Asche auf mein Haupt. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht das Richtige. Es ist eine Dichtmasse. Und ich nehme es aber hier zum Abformen. Ich nehme den transparenten, weil ich dann schön sehe, wie dick das Ganze wird oder wo eventuell Luftblasen sind, drücke das mit einem Nitrilhandschuh und Seifenwasser das Ganze auf. Ich trage auch eine Atemschutzmaske, weil ja das auf einer Essigbasis basiert und das stinkt mörderisch, also da immer sich auch schützen, dann kann man das aber auch mal benutzen. Wenn man es richtig gut hinbekommen will, nehme man eine schöne dünne Schicht, ganz gleichmäßig aufgetragen und dann kann man auch tolle Ergebnisse erzielen, weil das Zeug schrumpft auch so minimal, also da muss man sich ein bisschen mit einarbeiten mit diesem Silikon, aber er ist halt sehr günstig und jetzt habe ich darüber noch die Stützform gemacht, so ein Draht, gieße das Ganze mit Gips auf, also es ist einfach nur so ein Maschendrahtzaun und das wird mit Gips eben voll gemacht. Man kann das auch weglassen oder Gipsbinden nehmen, wenn man hat, kann man auch machen. Dann wird das Ganze eben abgenommen und dann ziehe ich hier den Silikon ab. Also der lässt sich schon bearbeiten, es geht. Es ist halt eine sehr günstige Variante gegenüber dem teuren Abformsilikon. Wenn man additiv vernetzte Silikone kauft, ist natürlich mörderisch teuer. Und von daher nehme ich natürlich hier diesen Sanitätssilikon. Den habe ich ausgewaschen, dass eben diese ganzen Tonreste rauskommen. Also einfach am Waschbecken alles schön rausgewaschen und trockne jetzt das überschüssige Wasser weg. Und jetzt mache ich hier einen schönen Modellbaugips. Habe ich mir eben sehr dünn gleichmäßig aufgerührt, ohne Luftblasen möglichst und schütte das mal da rein. Ich will nur eine ganz dünne Schicht haben. Man sieht, das tut sich überall wunderbar anhaften und bleibt dort so, tut sich eben schön benetzen, diese Form. Tue das mit den Fingern nochmal ein bisschen hier verteilen und dann wieder so hin und her wackeln, dass sich das alles gleichmäßig verschiebt und verteilt und rüberläuft. Das funktioniert recht gut, wie man sieht. Also die Schicht kommt da recht schnell überall hin. Wenn die Form natürlich recht groß ist, hat man natürlich ein Problem, dass man das nicht so bewegen kann, dann wird das ja aus mehreren Segmenten gebaut, dann könnte man das auch in dieser Richtung aufbauen oder auch mit anderen Materialien, mit Epoxidharz, eine dünne Schicht und dann mit entsprechenden Binden noch eine stärkere Stützschicht raufbauen. Ich mache jetzt hier mit so einem Stuckgips, der ist etwas gröber und hat noch so einen groben Füllstoff, tue ich nochmal den Rest aufgießen, also die innere Schicht oder sagen wir mal die äußere Schicht, die ich zuerst gegossen habe. Das war eben ein schöner Modellbaugips und jetzt nochmal ein bisschen gröberes Zeug. Das soll einfach nur zum Stützen dienen, aber ich will das nicht voll gießen, weil ich das einfach nicht leiden kann, dass diese Stücke immer so schwer sind. Wenn man es jetzt richtig beherrscht, ein Stuckateur kann es natürlich, sagen wir mal, halb so dünn gießen. Also ich habe jetzt hier die Wandstärke, sind vielleicht so 2 Zentimeter oder so am Ende geworden. Das kann man auch auf 1 Zentimeter runterbringen, wenn man sehr viel Erfahrung hat, oder 5 mm geht auch, je nachdem welches Material man verwendet. Und der trocknet ja langsam aus, dann ziehe ich das immer weiter aus der Mitte an die Ränder hoch. Ich mache eine schöne Stütze über den Rand halt, so 2 cm ungefähr und in der Mitte. Das mache ich so nach Gefühl. Natürlich darf ich auf keinen Fall zu tief reinkratzen, dass ich da nicht irgendwas verletze. Und da kommt noch ein Stück Draht drauf gegossen, dass ich das auch irgendwo anhängen kann, dann an der Wand. Das ist einfach so ein Stück Maschendraht nochmal. Und das wird mit Gips fixiert. Das hält dann auch sehr gut. Also man kann es mit der Hand nicht rausreißen. Nimmt dann den Deckel ab. Wenn man das ganz genau machen will,
muss man nochmal eine Keilform zwischen Silikon und Stützform legen, dass man die Stützform auch wirklich entspannt runterbekommt, weil sie sich manchmal sonst sehr stark verkeilen kann. Also das muss man bedenken. Und jetzt überarbeite ich das nochmal mit der Modellierschlinge, die geht da sehr gut, oder der leicht scharfkantige Rücken eines alten, ausgedienten Schnitzmessers gänge auch, ja. Dass man da so leichte Schlieren, die sich hier und da mal bilden, noch ein bisschen wegkratzt. Manchmal hat man auch kleine Wellen oder Blasen, das habe ich dann auch, wie man unten sieht, ein bisschen ausgebessert mit Gips. Nochmal, wo irgendwo eine Scharte war oder eine Luftblase, natürlich auch vorsichtig, kann man auch mit dem Pinsel auftragen, dass man dort ganz dünnflüssigen Gips in das Loch wie einrührt und dann immer höher nach oben rauszieht. Also da kann man mit Gips auch sehr detailliert und genau arbeiten. Schleifen ist jetzt hier noch nicht so ganz so gut. Man sieht, das Papier oder dieses Schleifgewebe tut sich sofort zusetzen, weil das eben noch ein bisschen feucht ist. Aber das hilft mir auch wunderbar, hier nochmal die Form in den Außenbereichen ein bisschen gleichmäßig zu ziehen. So, das soll es gewesen sein mit meinem Kommentar hier zum Gipsmodell. Ich bin soweit fertig. Danke fürs Zuschauen, gib mir gerne hier auch einen Daumen nach oben für dieses Video oder schreib deinen Kommentar, was man anders besser machen kann oder was dir besonders aufgefallen ist. Das interessiert mich natürlich auch. Dann gerne unter dem Video auch schreiben. Abonniere ihn gerne, diesen Kanal, dass du keine dieser Videos mehr verpasst. Denn nächstes Mal will ich dann zeigen, wie ich das Ganze in Marmor mache. In einen Ordinario Carrara Marmor werde ich das Ganze dann hauen, wie man ja so schön sagt. Also bleib da auch gerne dran, wenn dich das interessiert, und dann kannst du das hier weiterhin verfolgen. In diesem Sinne, komm auch gut voran mit deinen eigenen Arbeiten, wenn das für dich Anregungen gibt. Übertrag das gerne ins Holz, ja. Man kann das nach Fotos machen, direkt Fotos übertragen auf das Holz und das dann auch von der Seite schön schnitzen. Das sind wundervolle Schnitzübungen, wenn man so ins Gesicht einsteigen will, das Gesicht proportionieren will. Mal von der Seite die Silhouette, also da lernt man auch einiges. So habe ich auch mal angefangen, Gesichter zu schnitzen. Also lass es dir eine Anregung sein oder lass dich davon inspirieren und das auch in Holz kann man umsetzen. In diesem Sinne, viel Spaß mit deinen Arbeiten. Bis zum Wiedersehen, mach's gut und ciao.